Hi, mein Name ist Sandra, ich bin The Coaching Artist und im letzten Video haben wir uns bereits angeschaut, was denn so die 8 Gewohnheiten sind, die jeder erfolgreiche Künstler entwickeln sollte. Und dazu zählt natürlich auch das regelmäßige, wenn nicht sogar das tägliche Skizzieren und Zeichnen. Und da dachte ich mir, das ist gar nicht so leicht für die meisten. Gehen wir doch da noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und deswegen habe ich heute ein Video rausgesucht, auf was ich reagieren möchte, was heißt Trick Yourself to Draw Every Day, also was genau da anknüpft, wie man sich quasi dazu bringen kann, wirklich täglich zu zeichnen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Video noch nicht angeguckt. Ich möchte wissen, es hat sehr viele Aufrufe, es scheint sehr gut zu sein, was dahinter steckt, und ich werde natürlich noch meinen eigenen Senf dazu abgeben, als jemand, der schon viele Jahre täglich zeichnet, täglich kreativ schafft zumindest. Manchmal variiere ich das, manchmal mache ich dann eher 3D zum Beispiel oder was anderes, Crafting, aber ich tue eigentlich jeden Tag schaffen und habe entsprechend auch einen ziemlich hohen Skill, würde ich sagen, entwickelt. Es geht immer noch weiter, ja? Ich kann immer noch nicht, ich habe immer noch nicht ausgelernt, und das wird man, glaube ich, auch nie. Man wird nie der Meister, der man denkt, der man ist oder der man sein möchte, aber man wird immer besser. So, das nur kurz dazu, und ansonsten würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal rein ins Video. Want to trick yourself into drawing every day? All you gotta do is follow 2 simple steps, and I promise you, 2 Schritte, you will okay. end up drawing every single day before you know it. This worked for me, Bin ich gespannt. and I'm going to share with you the reasons why you aren't drawing every day, even though you want to, and the 2 things you need to do and take action on in order to trick your brain to draw every day. All right, so does this sound familiar? Where you sit down to draw, you're at your desk, or you're at your counter, or you're sitting on the floor, and you just can't bring yourself to do it. Ja, das Problem ist, die meisten haben keine Idee, was sie machen wollen. Sie lieben den Gedanken von etwas zu schaffen, ja, kreativ zu sein, aber eigentlich sind sie nicht kreativ, weil sie gar keine Probleme haben, die sie lösen wollen. Also in dem Fall Probleme lösen, übertragen auf Kunst. Sie haben gar keine Ideen, sind wir ehrlich. Ja, sie lieben vielleicht die Kunstwerke anderer, aber haben sich eigentlich noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht oder hatten vielleicht eine Idee, ja, das zeichne ich, und das haben sie gezeichnet. Aber danach, sich zu sagen, ich zeichne jetzt jeden Tag, ohne wirklich zu wissen, was man machen möchte und vor allen Dingen, warum man das machen möchte. Weil die meisten machen das auch aus einem völlig falschen Grund. Ja, im Sinne, sie sehen, wie andere dafür bewundert werden. Sie geben es nicht selber zu, aber intrinsisch sind sie dadurch motiviert, dass sie auch diesen Fame, sage ich mal, haben wollen. Das passiert tatsächlich öfter, als man denkt, glaub mir. Und vor allen Dingen eben das Zweite, was ich sagte, die Ideen fehlen. Ja? Oder sie machen es sich viel zu kompliziert und denken, ich muss jetzt die perfekte, originelle Idee zu Papier bringen, sonst brauche ich gar nicht anfangen. Ja? Einfach so ein Stillleben zu zeichnen, das ist unter meinem Niveau. Das sagen die meisten nicht, aber sie denken es, und dann kommt natürlich auch nichts zu Papier. Das sind für mich so die häufigsten Gründe. Gucken wir mal, was er oder sie, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es, egal, Gender, was die Person hier dazu sagt. Why? Why is that? It's so frustrating. You open your phone, you jump on TikTok, you watch YouTube videos. Ja, das ist eins der Probleme. YouTube weniger, würde ich sagen. Das ist schon mehr eine Bildungsquelle geworden. Aber ja, Social Media hemmt tatsächlich mehr Kreativität, als dass sie gibt. Vor allen Dingen, wenn man es halt falsch einsetzt, was die meisten machen. Ja, sie denken oder das betäubt eigentlich so ein bisschen das Kreativitätszentrum, ja, all diese Einflüsse, und vor allen Dingen gerade Anfänger-Artists, wenn die dann so viele Profibilder sehen, was ja im Feed gefördert wird, ja, es werden nicht die schlechten Zeichnungen gefördert, nee, man bekommt ja eigentlich nur das Gute zu sehen durch den Algorithmus, und dann wird man oft demotiviert, wenn man noch nicht so eine gestärkte, in sich sichere Künstlerpersönlichkeit ist. Ja, auch Profi-Artists vergleichen sich natürlich, wir kriegen es weniger hin, aber es passiert unweigerlich. Und wir versuchen uns natürlich diesen Einflüssen weniger auszusetzen, um in uns selbst, in unserem kreativen Schaffen drin zu bleiben. Aber viele Anfänger-Artists sehen das und werden dann demotiviert. Das kriege ich eh nicht hin, brauche ich dann eh nicht probieren. Oder allein schon, das ist ja auch das, was er sie, glaube ich, anspricht, mit den Glückshormonen, die da freigesetzt werden, ja, dieses schnelle Endorphin freisetzen und Dopamin, dass du
dass du dich schnell befriedigst, wenn du durch Social Media scrollst, obwohl du dich eigentlich nicht wirklich befriedigst, ja. Aber das ist so, dieses Gehirn braucht immer mehr und mehr und dann ist eine Stunde später und man guckt immer noch irgendwelche dummen Reels. Kennst du bestimmt auch. Ich will mich auch gar nicht da jetzt so hinstellen, als würde mir das nicht passieren. Es passiert deutlich weniger, zum Glück. Ja, und ich will davon auch noch weiter weg, am besten ganz weg, aber irgendwo muss ich auch ein bisschen Werbung für meine Sachen machen. Das ist dann so die Krux, ne, zwischen Künstler sein und Kunst vermarkten. Aber nochmal, die meisten nehmen sich Kreativität, demotivieren sich und betäuben sich mehr, als dass sie zum kreativen Schaffen angeregt werden, wenn sie auf Social Media unterwegs sind. Das ist ein wichtiger Punkt, den die Person hier anspricht. There's two simple reasons why you're not doing what you set out to do, namely draw. Every single day, build that consistency. The first reason is that in a world where we're constantly bombarded with tasks, information, content, your Overload, willpower is finite. Now, let me say that again. Your willpower is finite. Die Willenskraft ist begrenzt. That you can spend your willpower doing whatever you want, but as you've may noticed, the longer you go throughout the day, the harder it is to do tasks. Das ist ein wichtiger Punkt, den die Person anspricht. Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben eine begrenzte Willenskraft, was übersetzt bedeutet, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Dingen tatsächlich tun können und oder uns, besser gesagt, dazu disziplinieren können. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel in meinem Buch Magie der Gewohnheit, ja, wo ich genau darüber spreche, wie man nachhaltig Gewohnheiten aufbaut für Kreative. Da spreche ich auch genau darüber, dass es am besten ist, wenn du noch nicht diszipliniert genug bist, oder eigentlich ist Disziplin ja eigentlich ein Märchen, aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen, sondern einfach, wenn du noch am Anfang stehst, so eine Gewohnheit aufbauen willst, sowas, was relativ anfordernd ist, zum Beispiel das tägliche Zeichnen, dann mach das am besten so früh wie möglich am Tag. Ja? Am besten direkt morgens, wo du noch die meiste Willenskraft hast, wo du dich leichter disziplinieren kannst. Das Ziel von guten Gewohnheiten ist es ja eigentlich, nicht auf Disziplin angewiesen zu sein, dass du irgendwann intrinsisch, weil du es oft genug gemacht hast, so motiviert bist, dass du gar nicht anders kannst, als das weiterhin zu tun, weil du dich sonst schlechter fühlen würdest, wenn du es nicht tust. Das ist der ganze Trick dabei. Wenn du gesunde, nachhaltige Gewohnheiten aufbaust, wird es nahezu zu einem Automatismus, ja, wie das Zähneputzen. Das willst du eigentlich erreichen. Und da ist es leichter, wenn du am Anfang Disziplin aufbringst, aber weißt, wenn du das eine gewisse Weile machst, dass es nachhaltig langfristig leichter wird. Und das würde es zum Beispiel werden, wenn du eben direkt morgens startest, weil am besten vielleicht vor der Arbeit. Ich als Selbstständiger habe da natürlich ein bisschen mehr Spielraum, aber wenn du angestellt bist, ja, dann steh halt ein bisschen eher auf zum Beispiel oder steh zur selben Zeit auf, aber nutz die Zeit bis zur Arbeit vielleicht anders, anstatt da irgendwie durch YouTube zu scrollen, setz dich halt eine halbe Stunde hin, vielleicht auch neben Frühstück und scribble was, zeichne was, ja, und dann hast du es quasi für den Tag auch schon geschafft. Du kannst dann später immer noch mehr machen, am Abend irgendwas konzentrierte zeichnen, weiter ausarbeiten und so weiter. Das steht dir ja immer noch frei, aber du hast es erstmal geschafft, den ersten Stein zu legen, sozusagen den ersten Schritt zum Gewohnheitsaufbau zu meistern. Das ist das, wo die meisten schon dran scheitern. Sie sagen sich, ja, ich mache es irgendwann abends und dann kommt der Abend und man ist müde, ne, du kennst das, hatte viel zu tun auf Arbeit, hatte vielleicht Stress, will vielleicht eigentlich noch eher ins Gym gehen oder selbst das fällt schwer, ne? Mehrere Gewohnheiten, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber man hat dann keine Motivation mehr und da dann Disziplin aufzubringen, ist halt richtig, richtig schwer, wenn nicht sogar unmöglich, wenn deine Willenskraft aufgebraucht ist. Wichtiger Punkt, den die Person hier anspricht. That's because your willpower is finite. That's why a lot of people tell you if you want to get something done, do it in the morning. A lot of people also aren't morning people, or you have a job to get to in the morning and you really only have time at night. Ja, das ist eine Ausrede. Man kann immer Zeit finden, wenn einem was wichtig genug ist. Keine Zeit zu haben, ja, wir alle haben die gleiche Zeit. Das ist nicht so, dass eine Person mehr als 24 Stunden hat als du. Nee, wir haben alle die gleiche Zeit. Wir entscheiden bewusst, wofür wir unsere Zeit nutzen. Das ist immer nur eine Ausrede. Wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann sagt er eigentlich, ich priorisiere diese Sache jetzt gerade nicht. Und so kannst du dich eben auch entscheiden, nein, ich priorisiere jetzt das Zeichnen über zum Beispiel Social Media oder etwas anderen. Es gibt natürlich Hilfen, die dieses Priorisieren erleichtern, klar. Und dazu zählt aber zum Beispiel auch, selbst wenn du kein Morgenmensch bist, dieses morgendliche Arbeiten eben aufgrund der Willenskraftbeschränkung.
That means that you have to spend your willpower consciously. How do you do that? Everyday tasks, everyday occurrences end up taking a little bit of your willpower. So you can do things like removing the TikTok and YouTube app from your home screen on your phone, or making it harder for yourself to open that new tab and get to YouTube. Das ist halt schwer, weil, wie ich vorhin sagte, also die Person spricht jetzt an, dass man die Apps einfach entfernen könnte, Instagram und so weiter. Das geht halt schlecht, wenn du als Künstler darauf angewiesen bist, deine Kunst zu vermarkten. Und ja, ich habe das auch schon mal angesprochen, es gibt auch andere Kanäle, aber sind wir ehrlich, es funktioniert trotzdem hier und da. Für mich weniger, ich habe ein paar andere Quellen, die besser funktionieren, aber ich möchte es trotzdem auch nicht missen. Teile davon, wie die Stories auf Instagram zum Beispiel, mag ich persönlich auch. So, also das ganz zu deinstallieren ist für mich auch keine Option. Da wäre es zum Beispiel viel besser, sich entweder zum Beispiel einen Timeslot zu legen, dass man sagt, genau in der und der Zeit, man macht quasi einen Termin mit sich selber, da darf ich auf die auf die App oder Webseite gehen und ansonsten nicht. Und um sich das zu erleichtern, kann man zum Beispiel Blockaden einrichten, dass man, da gibt es so eine Seite, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, das nutze ich tatsächlich für ein paar Webseiten, die mich sonst stören würden, die Blockaden einrichten, dass man ansonsten diese Sperre nicht umgehen kann, dass man diese Seiten nicht aufrufen kann außerhalb der definierten Zeit. So, manchmal schwierig, wenn man das zur Referenzrecherche oder so nutzt. Klar, muss man abwägen. Gibt es aber auch andere Seiten. Und ich würde sagen oder argumentieren, dass es auch deutlich wertvoller ist. Selbst wenn es zur Referenzrecherche oder sonstigen dienen könnte, dass ja der Mehrwert da nicht gegeben ist. Das kann man auch mit anderen Seiten machen. Die Ablenkung, die steht da in keinem Verhältnis. Ne, das ist da eher so ein Ding. Ja, also Ablenkung, Social Media schwierig, aber zum Beispiel Willenskraft sparen, da nenne ich super viele Wege in meinem Buch, aber einer davon ist zum Beispiel, andere Sachen zu automatisieren. Ja, also wirklich so viele Automatismen wie möglich für unwichtige Dinge in deinem Leben oder weniger wichtigere Dinge einzurichten. Ja, sei es zum Beispiel auch sowas wie Kleidung. Ich bin super minimalistisch. Ich habe einen Kleiderschrank, ja, aber davon ist gefühlt, wenn ich es mir so angucke, da ist gerade die Schranktür offen, ja, ist ein Drittel davon ist Kleidung, und zwar alle Kleidung, die ich besitze. Ich habe mehrere Schränke. Der Rest ist Technik, also ein bisschen Gesundheitskram und ja, Kunstmaterial. Also einfach, warum sage ich das? Minimalismus. Da verwende ich weniger Willenskraft, mir Dinge auszusuchen, die mir gefallen. Was könnte ich heute anziehen zum Beispiel? Es gefällt mir alles. Ich habe so meine Outfits, die ich immer wieder trage, wo ich teilweise auch mehrere Ausführungen dafür habe. Ja, es kommt nicht von ungefähr. Steve Jobs ist ein berühmtes Beispiel dafür mit seinem Rollkragenpulli gewesen, ne, der immer das Gleiche angezogen hat. Der hat sich damit Willenskraft gespart. Ne? Der musste nicht jeden Tag, jeden Morgen darüber nachdenken, was ziehe ich jetzt an? Und ich weiß, das ist eine kleine Sache, aber das ist das, wo erfolgreiche Menschen drüber nachdenken, die kleinen Sachen zu automatisieren oder so viele Sachen vor allen Dingen. Es wird nicht, diese eine Sache wird dich jetzt nicht erfolgreich machen, alleine, ne? Aber es ist ja die Summe, ja, aus verschiedenen Automatismen und Erleichterungen, die du dann schaffst. Und das wäre eben eine Möglichkeit. Kannst du gucken, wo es noch drauf zutrifft, dir vor allen Dingen im Voraus Termine zu setzen, die To-Do vielleicht am Tag vorher zu erstellen. Ja, einfach alles, was Willenskraft einspart, dass du sie für die wirklich wichtigen Dinge an dem Tag nutzen kannst, wie eben hier das Zeichnen. There's plenty of things that you can do, but I think step one for figuring out where your willpower is being spent is being conscious throughout the day and aware of the decisions you're making, whether you are intentfully making them or not. I know a lot of people and a lot of us will just pick up the phone and automatically open the Twitter app or whatever just because the phone's in our hand. Ja, find ich schlecht. Oder was finde ich schlecht? Finde ich nicht so einen guten Tipp, weil wie willst du das machen? Also abseits von Apps, die dir das sagen, irgendwelchen Statistiken, die aufzeichnen, wie du deine Bildschirmzeit verwendet hast oder so, das kann man sich gar nicht merken, mit was man, also überleg einfach mal, was hast du jede Minute am letzten Tag gemacht? Du wirst überrascht sein, wenn dir bei Apple ist das so, da kriegst du wöchentliche Bildschirmstatistiken, kannst du auch täglich einstellen, mit was du deine Zeit auf dem Gerät verwendet hast. Ja, das finde ich auch sehr gut, das gucke ich auch wöchentlich. Aber ansonsten, früher war ich sehr oft, jetzt nicht mehr, früher war ich sehr oft erstaunt,
wie viel Zeit ich tatsächlich für was aufgewendet und teilweise verschwendet habe. Das merkst du aber nicht, wie die Minuten und Stunden teilweise vergehen und vor allen Dingen mit was. Also das meinte ich, ne? Überleg einfach mal, was du gestern jede Minute getan hast. Du wirst dich nicht an alles erinnern und vieles herabspielen. Du wirst nicht oder du wirst überrascht sein, mit was du deine Zeit verschwendet hast. Glaub mir, also dieses mach dich bewusst, für was du dich entscheidest. Das geht vielleicht für den Moment, aber wirklich bewusst den ganzen Tag, das geht einfach nicht. Du kannst im Nachhinein ein bisschen reflektieren, ja, wie er das oder sie jetzt das mit Twitter gemacht hat, dass man merkt, okay, aber dann ist es meistens auch schon zu spät. Wenn man merkt, dass man wirklich sehr viel Zeit verschwendet hat, ja, dann ist es ja bereits passiert, ne? Und dann ist es meistens in einem Umfang passiert, der wirklich peinlich ist, sage ich mal, so Stunden, ne? Instagram Reels zum Beispiel. Ja, das merkt man dann schon relativ schnell. Aber mal so diese 5 Minuten, ne, sinnlos scrollen, das bleibt meistens nicht im Gedächtnis hängen. I caught myself being like, what am I doing? I need to get stuff done. How is this happening? And in that moment, I made some changes, right? I hid the Twitter app in the apps list on my phone. It's no longer on my homepage. It's harder to get to. Das kannst du machen, ja. Die App dropped. Verstecken. So just be aware and take note of what you're doing throughout the day, that you're using your decision-making powers, and assess those and then try to change it. Okay, also nochmal zusammengefasst, der erste Grund, den die Person hier definiert, warum wir nicht jeden Tag zeichnen, ist, weil wir unsere Willenskraft nicht gut genug allokieren, also nicht gut genug nutzen und für vieles verschwenden. Gehe ich mit, aber so die Tipps, die die Person jetzt geliefert hat, die fand ich jetzt nicht unbedingt so gut. Da kann man auf jeden Fall mehr sagen, als jetzt die App verstecken und so weiter. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich schon erwähnt. Und ansonsten schau mal in mein Buch, da steht einiges mehr und vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Episode. Kannst du gern sagen, wenn ich das nochmal vertiefen soll. Aber ja, definitiv, Willenskraft ist finite, ist begrenzt und die sollten wir entsprechend so allokieren, dass sie unseren Zielen förderlich sind, wie eben, wenn wir täglich zeichnen wollen, dann müssen wir das zur absoluten Priorität oder nicht absoluten, aber zu einer der Prioritäten machen und vielleicht sogar am besten morgens damit starten, wo unsere Willenskraft noch nicht aufgebraucht ist. A creature of habit. Now, if you've heard of Newton's first law of motion, right? Something in motion will continue in motion. Ja, etwas, was in Bewegung ist, wird in Bewegung bleiben. Das sage ich auch immer. Eine Gewohnheit anzufangen ist viel, viel schwerer, als, wenn sie einmal richtig aufgebaut ist, sie beizubehalten. Ja, dieses tägliche Zeichnen ist demnach auch viel leichter, als immer mal wieder zu zeichnen, was nicht richtig eine Gewohnheit ist. Ja, wirklich eine Gewohnheit ist eigentlich am besten täglich, ja, wenn du täglich zeichnest. Und da denken die meisten, oh, wie soll ich das denn hinkriegen? Jeden Tag, wirklich auch am Wochenende? Und dann würde ich erstmal hinterfragen, willst du es denn wirklich, wenn dir das schon mental, nur die Vorstellung, wenn dich das schon stresst, willst du es wirklich? Ja, also erstmal das Warum klar machen. Warum willst du wirklich jeden Tag zeichnen? Und ist der Grund dafür wirklich gut genug? Weil wenn er das nicht ist, dann kannst du es schon vergessen. Du solltest einen starken Grund haben, warum du wirklich eine Gewohnheit aufbauen möchtest. Dein Ziel sollte gut genug sein. Und wenn du das dann hast, dann kannst du dir Systeme schaffen, um das zu erreichen, das tägliche Zeichnen, kannst du dir das erleichtern. Aber es ist eben generell schon mal gesprochen deutlich leichter, täglich zu zeichnen, als zum Beispiel jedes Wochenende, alle paar Tage mal, jeden Monat oder sowas. Glaub mir, wirklich, jeden Tag ist leichter, in Bewegung zu bleiben, als immer und immer wieder neu anzufangen. Das ist genau das, was die Person hier sagt. Meaning anything and any external force has to apply that much more pressure in order to change the trajectory of that thing. So if you have a habit of sitting down at your computer and opening YouTube, that's the easy path. Your brain, your muscles, your tendencies will make sure that you work towards that safe habit. And then you spend an hour on YouTube and you wonder where that hour went. Habits are very powerful tools that can make or break your goals. So Und man kann neue Gewohnheiten schaffen. Set out to do a thing like drawing every day and end up failing. They wonder why, they think it's not for them.
Viele übernehmen sich auch. Wenn man sich das Ziel setzt, jeden Tag zu zeichnen, dann sollte man eine Grundgewohnheit sich definieren. Ja, also überhaupt erstmal im Voraus definieren, was genau mache ich denn da überhaupt. Weil einfach zu sagen, ich zeichne jeden Tag, das ist viel zu unspezifisch. Ne? Das ist genauso wie ich trainiere jetzt jeden Tag oder dreimal die Woche. Das ist viel zu unspezifisch. Was genau willst du trainieren? Welche Übungen? Wie lange? Wie viele Sets? Das zum Beispiel jetzt aufs Training übertragen beim Zeichnen. Was genau willst du zeichnen? Hast du ein spezielles Projekt, was du umsetzen willst? Willst du Karriere machen in dem Bereich? Wenn ja, was genau? Vielleicht Character Design oder ja Prop Design, generell Concept Art, 3D. Ne? Also gut, 3D zählt es beim Zeichnen nicht, aber ich habe jetzt allgemein von Kreativität und kreativen Jobs gesprochen. Ne? Das musst du weiter eingrenzen. Du musst dir genauere, smarte Ziele und ich würde eher sagen Systeme mit Projekten setzen, als solche generischen Sachen. Daran scheitert es auch oft schon, dieses Unspezifische. Und eben dann, was ich noch sagen wollte, dieses Übernehmen. Wenn du dann ein Ziel gesetzt hast, ich zeichne täglich und zwar XY, zum Beispiel ich fokussiere mich gerade sehr auf Perspektiveübungen und ich mache Reviews zu verschiedenen Büchern, da arbeite ich gewisse Teile davon täglich durch und mache spezielle Übungen. Da habe ich also konkrete Ziele. Und aber ich sage mir auch gleichzeitig, weil ich habe auch stressige Tage, ne? Und bei mir, ich habe ja so viele unterschiedliche Dinge, die ich machen muss. Allein die Jobs, ne? Dozentur, Lehrstelle, wo ich teilweise, wenn sogar noch eine Feier irgendwas ansteht, super spät erst heimkomme, fast gar nicht zu Hause bin. Ne? Da setze ich mir Minimumziele. Also das heißt, damit es bei mir keine Zero Days gibt, keine 0 Tage, wo ich nichts mache, habe ich ein Minimum meiner Gewohnheit definiert. Und beim Skizzieren ist es zum Beispiel einfach nur ein Scribble. Das kann im Minimum ein Gesture Drawing sein, also eine figürliche Zeichnung, die in der Regel zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten dauert. Diese Zeit hat jeder. So, und da ist es so, wenn ich das absolviere, okay, habe ich meinen Soll erfüllt. Meistens, wenn ich damit anfange, schaffe ich aber automatisch mehr, ja, weil es eben genau das ist. Das Anfangen ist das Schwere, das in Bewegung bleiben ist leichter. Ja, aber dieser Anfang und gerade an Tagen, wo es stressig ist, wenn man da diesen Block vor Augen hat, oh, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde oder eine Stunde zeichnen, was ich mir als Ziel gesetzt hatte, ja, natürlich wirst du das dann weniger schaffen, als wenn du weißt, okay, heute ist nicht so viel drin, aber die 2 Minuten, die schaffe ich trotzdem. Und ja, dann wirst du an dem Tag vielleicht nicht so viel lernen, aber das Wichtige ist es, die Gewohnheit aufzubauen und nicht abreißen zu lassen. Es geht nicht darum, dass du jeden Tag perfekt die Gewohnheit umsetzt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, drin zu bleiben. Perfekt ist eine Illusion. Das wirst du nicht schaffen. Das schaffe ich nicht als professionelle Künstlerin. Das schaffen andere nicht. Es geht darum, in der Bewegung zu bleiben. In die Bewegung zu kommen erstmal, klar, und dann drin zu bleiben. Und das machst du, indem du dir die Dinge erleichterst, nicht so hohe Ziele setzt zum Beispiel. Und eben eine einfache Gewohnheit als Ziel erstmal setzt oder die Gewohnheit herunterbrichst. Was ist das Minimumziel und was würde ich gerne schaffen? Es wäre cool, wenn ich das schaffe, aber es ist okay, wenn ich nur das Minimum schaffe. Das wäre mal ein Tipp noch von mir. It's one of those things that you need to stick with in order to build the habit and break the inertia of the old habit. Some tricks you can do is replace your current habit task with a similar task. In this example, drawing every day. Back to sitting down at your desk and opening YouTube. If you sit down at your desk and open your sketchbook instead, then you're using that same habit to drive a different result. Das ist sehr, sehr wichtig, was die Person hier anspricht. Was nämlich nicht geht ist, was die meisten denken, dass sie das machen können, ist, dass du einfach eine Sache auslässt. Ja, also einfach, ich höre jetzt auf. Zum Beispiel klassisches Beispiel Rauchen. Ich höre jetzt heute auf mit Rauchen. Das kriegen die wenigsten hin. Und weshalb? Weil sie nicht die gleichen Bedürfnisse befriedigen. Ja, du kannst nicht einfach mit einer Sache aufhören, ohne deine Bedürfnisse zu befriedigen. Dann machst du nämlich entweder damit weiter oder suchst dir automatisch, ohne das bewusst zu tun, automatisch etwas, um das zu kompensieren. Und dadurch, dass wir in der Regel faule Leute sind, und das meine ich gar nicht negativ, oder es ist negativ, aber ich meine es gar nicht so, wir sind biologisch so aufgebaut, den kürzesten Weg zur Befriedigung zu suchen. Und wir müssen eigentlich, um erfolgreich zu sein, ständig dagegen agieren. Das meine ich damit. Jedenfalls suchen wir dann in der Regel eher sehr schlechte Sachen, weil wir auf schnelle Befriedigung aus sind. Ja, zum Beispiel, ich fühle mich ungeliebt oder ich fühle mich einsam, dann greifen die meisten zum Beispiel zum Essen.
ja, überfressen sich oder essen weniger beispielsweise. Und das ist ein denkbar schlechter Coping-Mechanismus, ne? Eine Ersatzbefriedigung, die eigentlich keine Befriedigung wirklich ist. Aber viel besser wäre es zum Beispiel, Stressbewältigung zu machen über Yoga, ja, sich zu bewegen, mit jemandem drüber zu sprechen, Therapie, solche Sachen. Das ist viel vernünftiger, viel gesünder, aber schwerer es umzusetzen, ne? Und das Gleiche gilt auch beim Zeichnen. Du kannst nicht einfach die Stunde TikToken, sage ich mal, ersetzen mit Zeichnen, wenn du das Bedürfnis hast, zu entspannen und vielleicht auch zu connecten, neuen Input zu erhalten. Das kriegst du nicht, wenn du mit dem Zeichnen startest, nicht initial. So, und da musst du überlegen, okay, wie kann ich das denn da einfließen lassen? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe gern im Hintergrund so ein bisschen was laufen. Ob das jetzt Ambient Music ist, in letzter Zeit sehr viel Harry Potter. So, da gibt's diese Common Rooms, Ravenclaw, Common Room, 3 Stunden Remix, das ist richtig cool. Das, oder tatsächlich ein Film, eine Serie, die ich schon geschaut habe, wo ich also nicht mentale Leistung aufbringen muss, um zu verstehen, was passiert. Aber ich habe das gerne im Hintergrund laufen, weil ich mich dadurch verbunden fühle. Und das Zeichnen an sich ist ja eigentlich so eine einsame Tätigkeit, sag ich mal. Oder eine, wo man eben alleine diese umsetzt. Klar, man kann auch zu Zeichnertreffen gehen und so weiter, aber trotzdem, man ist fokussiert bei der Tätigkeit in sich selber, bei sich selber. Und mir fehlt das oft, dass ich mich verbunden fühle mit Leuten oder generell mit der Welt, und irgendwie hilft mir das persönlich sehr stark, wenn ich da im Hintergrund was laufen habe. Das erinnert mich so auch an die Zeit, wo ich mit Zeichnen angefangen habe, weil da habe ich das genauso gemacht. Ich hatte im Hintergrund oft Filme laufen, zum Beispiel Transformers, habe ich bestimmt 50 Mal geschaut da. Erinnere ich mich an so ein ganz spezielles Werk, wo ich alle Filme gesehen habe, das Summoning of Bahamut. Das war so ein Bild, wo ich sehr stolz immer noch drauf bin. Das hat mir sehr geholfen damals. Da habe ich sehr viele Filme im Hintergrund dazu angeschaut, wo ich das erstellt hatte. Und da habe ich mich rundum wohl gefühlt. Ja, ich war in meiner Zone, ich habe geschaffen und trotzdem habe ich mich nicht allein gefühlt, weil ich so die Connection hatte über diese Filmwelten. Ich habe ab und zu hingeschaut, aber nicht wirklich aktiv. Das war so Hintergrundgedudel. Und ich könnte auch ohne Musik zum Beispiel, könnte ich nicht, also meistens Instrumental, aber ohne Musik könnte ich auch nicht arbeiten. Ja, das ist auch sowas. Und da musst du eben gucken, wie kannst du vielleicht noch Sachen kombinieren oder einfließen lassen, um dir deine Bedürfnisse zu befriedigen, dass du leichter in die Wunschgewohnheit reinfindest. Und das kann dann auch so ein Auslöser sein, wenn du deine Zeichenmaterialien zurechtsuchst. Das nennt sich Priming, dass du Sachen vorbereitest und die automatisch dich leichter in die Gewohnheit finden lassen. Das ist eigentlich so dieses Pavlovsche Gesetz. Der Hund, wo sich der Speichel bereits bildet, wenn die Glocke ertönt, obwohl das Futter noch gar nicht da ist, aber der Speichelfluss wird bereits angeregt. So funktionieren wir auch biologisch. Wir sind genauso wie der Pavlovsche Hund tatsächlich, wir können uns auch primen. Nur, dass wir unseren Speichelfluss nicht anregen wollen, sondern wir wollen unsere Kreativität anregen, wir wollen uns in den Modus des Zeichnens mental begeben, dass wir leichter damit anfangen können. Und wenn wir eben immer wieder eine Sache vor der eigentlichen Gewohnheit machen, wie zum Beispiel bei mir, ich stelle dann die Filme an, ich hole mir meinen Zeichenhandschuhe, trinke ein bisschen Wasser mach Musik an, ne, so ganz bestimmte Gewohnheiten, dann finden wir auch leichter in die Zielgewohnheit. Das auch. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Gehen wir mal zurück zum Video. Once you build a better habit in the direction you want to go, then you can make slight changes, right? So if you, over the course of 3 weeks, have sat down successfully at your desk and opened your sketchbook, maybe you can then sit down at the counter at a coffee shop and open your sketchbook and successfully draw every day. Das ist natürlich auch so was, Gewohnheiten steigern. Ja, es kann auch sein, dass das, was dein tatsächliches Ziel ist, dass das jetzt noch unerreichbar für dich ist. Das ist vollkommen okay. Dann auch hier wieder, ne, scale es runter. Mach dich erstmal vertraut mit einer kleineren Version von deiner Zielgewohnheit. Ja, zum Beispiel, Sport ist eigentlich immer am leichtesten, das zu erklären. Du willst jeden Tag eine Stunde joggen, aber du bist noch nie gejoggt und weißt vielleicht auch gar nicht, ist es wirklich das Richtige für dich? Dann mach vielleicht erstmal nur eine Viertelstunde oder 10 Minuten und steigere das dann peu à peu, wenn du dich dann wohl damit fühlst. Aber die meisten überfordern sich einfach maßlos. Those 2 reasons standing in your way, what are 2 main actions that you can focus on in order to draw every single day and reach that personal goal of yours? All right, so first action is to set yourself up for success. We've talked about this a little bit, but when you think about it in the framework of setting yourself up for success, you will succeed more often.
Funny how that works. No shit, For Sherlock. example, if you're sitting down at your computer and you're jumping on YouTube or doing whatever, make sure that it's much easier for future you to draw than open YouTube. So either install, YouTube or URL blocking apps, make sure your computer's not on. Leichter in die Gewohnheit finden. Ja, das hatte ich schon ein bisschen angesprochen. Persönliches Beispiel, wo ich das mache am Rechner. Ich mache ja mittlerweile das so, dass ich mir meine To-Dos für den nächsten Tag am Tag vorher erstelle, nicht mehr am selben Tag morgens. Das habe ich früher gemacht. Mittlerweile mache ich es am Tag vorher. Und wenn ich da weiß, dass ich am Morgen zeichnen muss für den Job oder was sculpten möchte, dann lege ich mir tatsächlich auch das Grafiktablett und alles so hin, dass ich direkt damit anfangen kann. Ich habe Photoshop geöffnet und tue oder das Programm, was ich dann brauche, und versetze meinen Rechner dann nur noch in den Ruhezustand. Aber so, wenn ich dann am nächsten Tag an den Rechner gehe, ist direkt all das offen und es ist viel leichter, damit dann zu starten, als abgelenkt zu werden, zum Beispiel durch YouTube, obwohl ich das trotzdem auch schaue beim Frühstück, aber YouTube ist für mich jetzt auch nicht so eine Ablenkungsquelle, das ist tatsächlich eher Bildung für mich, weil ich da sehr viele, würde ich sagen, wertvolle Inhalte schaue, konsumiere, aber zum Beispiel Instagram und so, das dann eher weniger, aber dass ich direkt in die Gewohnheit finde. Oder auch zum Beispiel beim Sport. Ich trainiere zu Hause, ich habe da Widerstandsbänder und die stelle ich dann auch am Tag vorher oder wenn ich meine Einheit beendet habe, für die nächste Trainingseinheit so ein, dass ich direkt mit der ersten Übung wieder anfangen kann, damit ich das nicht erst wieder umfriemeln muss. Das ist eine kleine Sache, die so einen großen Impact hat. Glaub mir, wenn du das einmal gemacht hast und erfahren hast, dann weißt du, was ich meine. Wenn du es noch nie erlebt hast, wirst du das nicht verstehen können. Aber es ist wirklich eine Riesenhilfe. Ja, bereite deine Umgebung so darauf vor, dass sie deine Gewohnheit, den Einstieg in deine Gewohnheit erleichtert. Maybe get out your sketchbook preemptively, get out your pencils and pens or whatever, or tablet the night before. Make sure that everything is set up so when you sit down, you can just pick up a pencil and draw. If you're drawing from reference, gather the reference the night before, gather, inspiration photos off of Twitter or whatever when you have no willpower to draw. And make sure those are readily available for the next time you want to draw. Ich habe auch oft so viele Aufgaben. Ich muss das oft stückeln. Wenn ich ein Projekt anfange, ein Kunstwerk, dann weiß ich oft, das wird nicht heute fertig. Ja? Das muss ich sowieso an mehreren Tagen machen. Und da mache ich es oft so, dass ich so an einem Tag, wo ich sehr viele andere Aufgaben habe, zumindest mal so die Recherche und das Concepting für das Werk fertigstelle, wo ich genau weiß, das werde ich dann machen. Ich habe hier Referenzen für Farben, für vielleicht Posen und so weiter. Das habe ich alles schon gesammelt, aber das mache ich eben separat zum eigentlichen Schaffensprozess. Das kann auch helfen, dass du dich nicht überfrachtest, auch das zu splitten einfach. Bei mir ist es nur eine Notwendigkeit. Ich habe einfach zu viele Aufgaben und ich weiß das. Ich werde das auch reduzieren, ist aber gerade nicht anders möglich. Und wobei es mir auch in gewissen Teilen gefällt, muss ich sagen. Ja, eben zum Beispiel dieses Stückeln, was mich vorher manchmal gestresst hätte, wenn ich da gewusst hätte, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag zum Zeichnen, das muss fertig werden, hat mich viel mehr gestresst mitunter, als zu wissen, okay, ich habe heute nur eine gewisse Zeit, da werde ich das und das von dem Prozess schaffen. Ist viel leichter, als alles auf einmal schaffen zu wollen, zumal man dann auch Zeit und die Möglichkeit hat, Fehler zu korrigieren. Ja, ich schaue dann am nächsten Tag mit einem ganz anderen Blick auf meine Werke, wenn ich das angefangen habe am Tag vorher, als wenn ich einen Tag durchzeichne. Ja, das kennst du vielleicht, wenn du auch schon länger zeichnest. Irgendwann gerät man in den Tunnel, wo man Fehler nicht mehr sieht. Dann braucht man eine Pause und da hilft auch nicht, kurz auf iPhone zu schauen. Nein, man muss wirklich physischen Abstand und zeitlichen Abstand zu dem Werk gewinnen, um mit einem frischen Blick drauf zu schauen. Ja, auch dieses Spiegeln, die Perspektive, den Canvas flippen, horizontal spiegeln zum Beispiel ist eine bekannte Strategie. Das hilft auch nur bedingt. Am besten ist es wirklich, eine längere Pause einzulegen, eine Nacht drüber zu schlafen, wie man so schön sagt, und da das Werk nochmal frisch zu betrachten und zu korrigieren, bevor man mit dem nächsten Schritt weitermacht. Ich würde argumentieren, dass viele meiner Werke davon profitiert haben, dass ich viele Werke nicht derart gut hätte erstellen können, wenn ich sie nicht so gesplittet angefertigt hätte und eben stattdessen in einem Rutsch durchgezeichnet hätte. Würde ich auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, meine jahrelange Erfahrung spricht da auch dafür. Think of
anything and everything you can do to set yourself up for success. You don't want to be sabotaging yourself. If you make it really, really hard for you to do the thing that you want to do, you can have the best intentions of the world and it's just not going to happen because your reservoir of willpower is going to be empty and you don't want to go find references and you don't even know what to draw and you don't even have a sharp pencil and your pen ran out of ink yesterday. Oh ja. And that's a really hard situation. Oder der Grafiktablet-Treiber funktioniert nicht. You are ready to draw the next time you sit down and want to draw. Gerade bei Tablets, das ist auch ein wichtiger Tipp, einfach einen Tag vorher abends das anzuschließen, zu gucken, funktioniert überhaupt der Treiber. Es gibt nichts Demotivierendes als ein Grafiktablett, was nicht funktioniert. Glaub mir, jahrelange Erfahrung. Hui, das wirst du nicht erleben. Gerade wenn du einen Client, eine Commission anzufertigen hast, eine Auftragsarbeit, und dann dein Tablet nicht funktioniert. Ja, been there, done that, not recommend. So the second thing that you can do to help yourself succeed is have explicit and clear goals written down ahead of time. Ja, habe ich eigentlich auch schon gesagt. Why you want to draw every day. Is it because you want to get better at art? Is it because you just want to scribble pen to paper because you think it feels nice? Is it because you're gunning for that concept art job? Oh, ist bereits fertig? Okay. Ich hätte da noch ein bisschen dran rumgearbeitet. Ich war gerade so abgelenkt von dem Vogel, den die Person gezeichnet hat. Ich hätte noch ein bisschen dran gearbeitet, aber ist, glaube ich, noch nicht so fortgeschritten. Der Künstler ist aber okay. Ist ein ganz nettes Artwork. Ja, aber im Prinzip, was ich schon erzählt hatte, mit dem setz dir ein klares Warum. Ne? Warum willst du zeichnen lernen? Wenn du das nicht weißt, brauchst du gar nicht anfangen. Oder du kannst anfangen, aber ich garantiere dir, du wirst nicht dabei bleiben. Du musst ein klares Warum haben, dir das erarbeiten. Das fällt dir nicht zu. Das musst du für dich definieren. Mein Buch hilft dir auch dabei, nochmal die Info. Und wenn du das definiert hast, dann setz dir klare Ziele, wie eben ein ganz spezielles Projekt, was du erstmal umsetzen willst. Ganz spezielle Charaktere, zum Beispiel Fanart von einer Serie, da willst du die und die Charaktere alle zeichnen. Das hilft. Ne? Du kannst dir später immer noch eigene oder andere Projekte ausdenken. Aber an Projekten zu arbeiten, das hilft so immens, kontinuierlich dran zu bleiben. Oh, das sieht so ähnlich aus zu meinen Skizzen, die ich damals gemacht habe, als ich angefangen habe zu zeichnen. Ich habe auch sehr viel mit Druckbleistift gearbeitet und auch in so Spiralskizzenbüchern. Es lässt mich gerade sehr nostalgisch werden. Make sure that you have intent behind your drawing. If you just sit down and say, okay, I want to draw, but then don't know why you're doing it, or have too broad of a goal of like, I want to get better. Okay, great. But what does that mean? I know it's kind of hard for beginners to come up with that clear and concise goal. So things you can do are like, look at your favorite artists. Figure out what they're doing that you're bad at. And say, okay, for this week, I'm gonna draw heads and vases. Am Anfang, also wenn du gerade erst Zeichenanfänger bist und vielleicht auch noch sehr jung bist, sowieso noch nicht so viel Lebenserfahrung hast, dann ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst, dir als Ziel zu setzen, das Ziel herauszufinden. Und während du das tust, zum Beispiel über was die Person gerade richtig sagt, über Studien deiner Lieblingskünstler, während du das tust, studier die Grundlagen. Ja, habe ich jetzt auch mittlerweile so viele Videos schon dazu gemacht. Aber die Zeichengrundlagen, Perspektive, Sehen, Strichführung, Anatomie, Farbe, Licht, all diese Sachen und mehr, da kannst du nichts falsch machen. Das ist was du ohnehin machen musst, egal in welche Richtung du zeichnerisch gehen willst. Die eine Grundlage mal mehr oder weniger wirst du dann benötigen, aber mindestens mal Strichführung, Sehen, also Proportion, Perspektive und Schattierung, also Licht und gegebenenfalls Farbe, diese wirst du immer benötigen, egal was du machst, egal was dein Ziel ist. Deswegen, und weil das die meisten noch nicht so gut können, empfehle ich das eigentlich immer, dass du das lernen solltest, dass du das als Ziel setzen solltest, zum Beispiel, dass du dir einen speziellen Kurs suchst oder ein Buch und dein Ziel, du arbeitest das durch, machst alle Übungen davon, da hast du ein ganz bestimmtes, ein ganz konkretes Curriculum, an dem du dich erstmal entlanghangeln kannst und vielleicht auch sagen kannst, ja, jeden Tag mache ich x Minuten an dem Kurs oder Buch weiter oder mach 1 bis 2 Übungen mindestens. Also das kannst du ja definieren, wie du willst, aber das fällt dir dann viel leichter, überhaupt erstmal anzufangen. Kreative eigene Projekte kannst du dann immer noch einstreuen oder das später danach anreihen, wo du dann auch viel zufriedener sein wirst, weil du die tatsächlich umsetzen kannst.
weil du die Grundlagen dafür hast, ja, weil du dann eben nicht nur Sachen kopierst, sondern eigene Dinge schaffen kannst, weil du das Wissen dazu hast. Ne? Auch hier nochmal die Info, ich habe dazu auch tatsächlich Zeichenkurse, ja, Zeichnen lernen mit der S-Methode ist meine Kursreihe, wo ich dir genau diese wichtigen Zeichengrundlagen vermittle. Also wenn du noch Anfänger bist, es muss auch nicht mein Kurs sein, aber such dir etwas, wo du dich entlanghangeln kannst. Erstmal, ich weiß, dass das schwierig ist, das sagt die Person ja auch gerade richtig. Am Anfang all diese Dinge zu definieren, was will ich überhaupt? Ja, gerade als junge Menschen, da haben wir so viele Fragen, ne? Wer bin ich überhaupt? Bevor wir wissen, wohin wir wollen, müssen wir erstmal erkennen, wer wir überhaupt sind. Also so viel, was philosophisch klingt, aber eigentlich genau der Kern unserer Existenz ist und was wir wirklich herausfinden müssten, das wissen wir da einfach noch nicht. Und das passiert eigentlich eher über die Dauer von vielen Jahren. Und währenddessen kannst du eben schon mal dein Skill aufbauen. Meine Empfehlung, Grundlagen studieren. And as you draw, you'll figure out like, okay, my heads look really weird because the eyes are never in the right place. Maybe tomorrow, I'll find some reference and resources to teach me how to better understand proportions of the face. Und ich sag dir, das liegt nicht daran, dass du die Proportion nicht verstanden hast. Die meisten können ungefähr die Proportionen abschätzen. Ne? Wir wissen ungefähr, dass die Augen im Zentrum des Kopfes liegen, ungefähr auf der Hälfte des Kopfes, dass meistens so ungefähr ein Auge dazwischen passt. So ein ungefähres Proportionsverständnis, das haben die meisten. Was die meisten nicht haben, ist ein Verständnis von Perspektive, wie diese funktioniert, wie man zum Beispiel hier jetzt beim Beispiel von Charakteren, das weiß die Person offensichtlich auch nicht, will sie nicht bashen, aber es sieht so aus, wie man geometrische Formen in Perspektive zeichnet. Ja, eine Kugel, einen Würfel zum Beispiel, diese einfachen Sachen, auf denen alle Objekte aufbauen oder in die man alle Objekte herunterbrechen kann. Wenn du das kannst, kannst du nämlich diese einfachen Formen in Perspektive drehen und dann die Details darauf anbringen. Wie zum Beispiel auf einer Kugel mit einer Box kannst du die Augen dann platzieren, wenn du die Kugel und die Box in der richtigen Perspektive gezeichnet hast. Ja, zum Beispiel, hier habe ich letztens auch wieder ein paar Studien gemacht, ein Kopf, ne, und ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Kugel mit einer Box dran, ja, und diese richtig in Perspektive zu platzieren, das ist nicht leicht, ja, das erfordert wirklich viel Übung und das muss nicht, das ist hier sehr komplex natürlich, ich bin ja auch fortgeschrittene Künstlerin oder Profikünstlerin, das muss nicht so ausgearbeitet sein, ne? Aber das ist im Endeffekt das, was dahinter steckt, die perspektivischen Gesetze. Ja, wie zeichnet man dann überhaupt eine Kugel in Perspektive oder einer Box? Was ist dahinter? Und das wissen die meisten nicht, weil sie sich nie mit den Grundlagen der Perspektive auseinandergesetzt haben. Das ist aber das Wichtige. Ja, um ein Beispiel mal, das habe ich kürzlich gezeichnet, oder gehe ich mal auf das Fertige hier, das Fanart. Da habe ich auch angefangen. Ja, selbst als Profikünstlerin fange ich an mit Konstruktionen hier. Ja, genau das, was ich meinte. Eine Kugel und eine Box, mehr ist es nicht. Ohne Referenz kann ich nicht sagen, ich habe mir Okaron angeguckt, aber ich habe die Perspektive, ne, also dieses Porträt an sich, das habe ich frei erfunden. Da hatte ich keine Posenvorlage oder so, das habe ich einfach schon oft genug gemacht. Ja, und hier eben die Gesichtsmerkmale in groben, einfachen Formen darauf konstruiert, bevor ich dann in dem nächsten Pass, wie du hier sehen kannst, viel detaillierter darauf eingegangen bin. Ja, das hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht ein grundlegendes Verständnis von Perspektive und Proportion gehabt hätte. Und dann on top natürlich nach den Skizzen, die Reinzeichnung, ja, dann kommen dann sowas wie Strichführung und Schattierung, da kommen dann die anderen Grundlagen und natürlich auch Anatomie. Ja, das spielt dann alles darauf ein, aber eigentlich die zwei wichtigsten Grundlagen sind Proportion und Perspektive, die zusammenspielen müssen. Das mal als Beispiel. And then after a while, either you get better or you say this isn't working and you find a different route. Maybe there's some online tutorials that you can follow. Maybe there's some online classes that you can sign up for. Maybe there's some art mentors that are referencing or supporting different artists' teachings. Maybe there's some books you can check out from the library. Das Beste, was du natürlich machen kannst, ist wirklich eine Mentorship dir zu holen, also wirklich einen Profikünstler, der dich aktiv betreut und zwar nur dich eben in einem Coaching. Ja, das ist wirklich das Beste, aber es ist sehr rar und oft auch sehr teuer, weshalb die nächstbeste Option ist, eben von diesen Künstlern in Form von Kursen und Büchern zu lernen. Ja, also such dir wirklich gute Vorbilder aus, von denen du lernen kannst und möchtest. Deren Materialien, schau dir das an, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich biete auch ab und zu Coachings an. Aktuell
eher nicht, weil ich einfach zeitlich total ausgelastet bin. Wenn es dich interessiert, kannst du mir gerne eine Mail schreiben. Ja, also das mache ich auch, nur dass du Bescheid weißt, aber präferiere es gerade einfach aufgrund der vielen Sachen, die ich tue, mich auf meine Kurse zu fokussieren, weil ich damit auch den meisten Leuten helfen kann. Aber ja, es ist tatsächlich so, wenn du die Möglichkeit hast, bei jemandem ein Coaching zu absolvieren oder eine Mentorship über einen längeren Rahmen quasi Coachings, das ist nichts anderes, ne? Eine Mentorship ist eine wochenlange, monatelange teilweise Kooperation, wo dich ein Künstler oder ein Vorbild coacht. Mehr ist es nicht, ne? Also dich dabei aktiv betreut. Ja, würde ich dir echt empfehlen, wenn du da die Möglichkeit dazu hast. Besser geht es nicht, aber es ist entsprechend teuer und sehr rar. Deswegen das nächstbeste Kurse und Bücher. Also Lernmaterialien von deinen Vorbildern selbst. Whatever it is, try a lot of different things, but have that goal in mind. There's a lot of stuff out there, and it's really easy to drown Das Pikachu. in those resources. So have a clear, concise goal, right, of what you're focusing on for your drawing sessions. These clear goals can add up to the bigger goal of getting that concept art job or becoming a muralist or whatever. You Sephiroth, Final Fantasy. need to make sure that you have direction and power behind the why of what you're doing. Genau, also wenn du so ein riesengroßes Goal hast, und die Person hat jetzt hier Riot Games, das man für die arbeitet, genannt, wenn du so ein großes Ziel hast, dann musst du das natürlich auch weiter herunterbrechen. Das ist kein Ziel, was du von heute auf morgen erreichen wirst, mit der besten Intention. Selbst wenn du heute von jetzt an bis morgen durchzeichnest, wirst du das nicht erreichen. Ja, deswegen, sowas musst du auf jeden Fall herunterbrechen. Oder sei es, du willst ein Kinderbuch schreiben. Ja, oder illustrieren, besser gesagt, beim Zeichnen, dann eher ein Zwischenziel setzen, ja, erstmal eine Illustration hinzubekommen für das Buch vielleicht, wenn du noch gar nicht irgendwas in die Richtung gemacht hast, ne, Grundlagen lernen und vielleicht mal ein kleineres Projekt als Ziel setzen, eine Illustration von 4 Postkarten zu einem Thema, ja, so eine Reihe an Produkten, aber nicht gleich sowas Überforderndes, ja, vielleicht für eine Zeitung eine Illustration anfertigen, irgendwas, was in die Richtung geht, aber von deinem ultimativen Ziel, aber noch nicht das eigentliche Ziel ist, weil du dem einfach noch nicht gewachsen bist, weil du das noch nicht umsetzen kannst. Ja, ein Zwischenziel sozusagen, was sich deinem großen Ziel näher bringt. Das hat sie hier richtig gesagt. Be really mindful of what's getting in the way of you achieving that goal of drawing every day. And make sure that you write down and be really clear with your current goals. It can be the macro goal, right, that you want to achieve in 3 months, in 6 months, in 3 years. But make sure that there are specific goals as well that you're targeting for the next couple days or the next week. Ich muss kurz sagen, es tut mich so irritieren, dass die Person etwas sagt, aber dann etwas komplett anderes zeigt auf die Skizzen. Ich glaube, das wurde separat voneinander gefilmt. Das ist ein bisschen irritierend. Ich versuche den Zusammenhang zwischen den Worten und den Skizzen herzustellen, aber er ist eigentlich nicht vorhanden. Es ist ein bisschen irritierend, aber das finde ich jetzt gerade schöner, dass die Person durch das Skizzenbuch führt, als diese lange Zeichnung am Anfang. Das finde ich gerade ein bisschen schöner. Aber ja, alles, was gerade gesagt wurde, kann ich so unterstreichen oder habe ich auch schon so gesagt, ne, dir Zwischenziele setzen und Zwischenprojekte am besten, die diese Ziele fördern. I've been using these tricks in order to fill up my pages for the week. And I have noticed that when I am not very explicit in my goals, I kind of just waffle around and draw something and it's not very good and I kind of just lose focus and move on. Ja. Bevor du dich an das tägliche Zeichnen machst, nutz wirklich den ersten Tag dafür, um deine Zeichengewohnheit, deine Routine zu definieren. Was genau willst du wie lange machen? Ja, was willst du genau zeichnen? Wo soll dich das hinführen? Für welches Ziel? Das einmal genau definieren und am besten auch aufschreiben. Ja, die Macht des Aufschreibens, das wird oft unterschätzt. Und vor allen Dingen kannst du es dann auch viel besser später nachkontrollieren. Hast du das Ziel wirklich erreicht? Wenn du dir ein Ziel definierst, was du nicht wirklich messbar machen kannst, ne? Das spricht mir auch von diesen Smart Goals. Wenn das nicht messbar ist, dann weißt du schon, das wird nicht funktionieren. Ne? Also wenn du jetzt nicht klar sagen kannst, ab dem Punkt kann ich das abhaken, dieses Zwischenziel,
dann ist es kein Zwischenziel. Ja, es sollte wirklich klar nachvollziehbar sein und am besten von deinen eigenen Fähigkeiten abhängen oder von deinem eigenen Tun, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Ja, ein schlechtes Ziel wäre zum Beispiel, was nicht von dir abhängig wäre, wenn ich mal Beispiel YouTube gehe, du willst 1000 Abonnenten aber erreichen, ne? Das ist so dieses Monetarisierungsgoal. Habe ich auch, klar, auf meinem sekundären Kanal. Auf diesem Kanal habe ich schon erreicht. Aber wenn das dein Ziel ist, ist das relativ schlecht. Du kannst das haben, ja, aber du kannst daran wenig aktiv schrauben. Ja, klar, du kannst deine Videos optimieren und so weiter, dass du schneller Abonnenten generierst, aber du hast es nicht wirklich in der eigenen Hand, wann du dieses Ziel erreichst. Da ist es viel besser, im Kontrast dazu ein Ziel zu setzen, okay, was würde mich diesem Ziel eher näher bringen? Und das ist sehr wahrscheinlich Videos zu erstellen. Ja? Das ist etwas, was du aktiv tun kannst, wo du nicht von jemandem, in der Regel nicht von jemand anders abhängig bist. Also setz dir doch eher das Ziel für das große Ziel, ne? Die und die Abonnentenzahl zu erreichen. Ich würde es nicht als Hauptziel definieren, das definitiv nicht. Wenn du das nur dafür machst, wirst du auch scheitern, ne? Aber es kann auch ein zusätzliches Ziel sein. Jedenfalls, wenn du das erreichen willst, dann eher Ziel setzen, Zwischenziel. Ich erstelle so und so viele Videos pro Woche oder Monat, um dem eigentlichen Ziel näher zu kommen. Mal darauf runtergebrochen. But as long as you're doing the whole 2 steps forward, 1 step back thing, like you will make progress. It'll be great. Hauptsache irgendwas machen. I drew a lot in my sketchbook. I Sehr gut. doodled a lot. And I was working on proportions. I definitely noticed that when I was a little more mindful in drawing, my proportions were pretty good. And when I was just kind of drawing and half paying attention to my sketchbook and half paying attention to something on the TV, that the proportions turned out pretty bad. So I proved to myself that I am not there where I can just kind of draw leisurely and get the result that I want. I still need to focus on what I'm drawing in order to get the proper proportions. Das möchte ich vielleicht auch nochmal einordnen. Die Person sagt jetzt gerade, dass sie Schwierigkeiten hat, wirklich konzentriert zu zeichnen, wenn irgendwas im Hintergrund läuft, eine Show oder so. Und ich habe ja vor uns genau das Gegenteil erwähnt. Das ist natürlich, also dass ich meistens einen Film oder eine Serie im Hintergrund laufen habe oder das auch möchte, wenn ich zeichne. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, was du machst, auf welchem Level. Ja, ich bin das mittlerweile gewohnt. Wenn ich bestimmte Sachen zeichne wie Porträts, da habe ich einfach genug Übung drin, dass ich da nicht 100% meiner mentalen, wie sagt man denn, Kapazitäten darauf aufwenden muss, dass ich eben im Hintergrund was laufen haben kann. Das kannst du als Anfänger in der Regel nicht. Da läuft alles von deiner Kapazität, deiner mentalen auf dieses Zeichnen. Und selbst ich kann auch nicht immer was laufen lassen, wenn ich wirklich was Neues lerne. Und zum Beispiel diese Studien, da habe ich meistens noch nicht was laufen. Ne? Dann tue ich mich wirklich voll und ganz konzentrieren. Aber wenn ich das dann anwende oder wirklich was zeichne, was mir einfach Spaß macht, um im Flow zu kommen, dann kann ich sowas im Hintergrund laufen haben. Ne? Das ist natürlich auch ein Riesending. Auf welchem Level bist du? Was kannst du dir erlauben an Ablenkung? Und das ist in der Regel am Anfang nicht viel. Ja? Also da auch eher gucken, was ist der Fokus, das Zeichnen, dann maximal vielleicht so ein bisschen Instrumental-Musik, aber nicht noch irgendwas, was zu sehr den Fokus ablenkt, im Hintergrund haben. I would like my line work to be more crisp and more confident, even in the sketching phase, so that I'm not waffling around the page, searching for the line that I think is there. Ja, das ist so ein Ding, was die Person gerade anspricht, Strichführung, das kommt oft, erstmal muss man das für sich studieren, klar. Was macht überhaupt gute Linien aus und Formen, das kann man mal machen, genau. Aber ansonsten kommt der Großteil dann vor allen Dingen durch die anderen Grundlagen. Wenn du dir nicht sicher bist im Zeichnen von dem Kopf, dann kannst du die beste Strichführung haben. Du wirst dir trotzdem nicht sicher sein in den Formen, vor allem wenn du Perspektive nicht verstanden hast. Und das ist, glaube ich, hier das größere Problem. Die Person sollte eher mal Perspektive üben. Aber vollkommen okay. Hat trotzdem ein paar richtige Sachen erkannt jetzt. Vor allen Dingen auch mit den Proportionen. Und das ist eben genau auch so eine Sache. Wenn du dann erstmal eine Weile gezeichnet hast oder das tust, werden dir automatisch Sachen auffallen, die du dann verbessern möchtest. Also du wirst dann automatisch nächste Projekte und Ziele generieren. Auch hier wieder ist es so, der Anfang, das ist das Schwere. Ja, sich erstmal überhaupt ein Ziel zu setzen und das daran kontinuierlich zu arbeiten, das ist das Schwerste, aber dann langfristig dran zu bleiben, wenn das einmal klappt, dann klappt das, ne? Das ist genau das Ding, was hier wieder sehr schön dargestellt ist, ja. I really need to slow down my hand to match what
thoughts are happening in my brain in order to make sure I know exactly what I'm working on and working towards. And there is that intent behind what I'm about to draw so that it comes out better in the end. Okay, also das war jetzt einmal das Video zu Trick Yourself to Draw Every Day von Snow Mew. Das werde ich auch mal verlinken in der Videobeschreibung, kannst du dir gerne angucken. Ja, da waren einige wertvolle Sachen auf jeden Fall dabei. Vielen Dank für das Video, Snow Mew. Um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, Willenskraft ist das A und O. Ja, die brauchst du, um dich dazu zu bringen, zu zeichnen. Vor allen Dingen am Anfang. Später, wenn du wirklich in der Gewohnheit drin bist, wirst du immer weniger Willenskraft brauchen. Das ist so diese Krux von Disziplin. Wenn du wirklich beständig Disziplin brauchst, machst du was nicht richtig. Ja, dann funktioniert deine Gewohnheit nicht. Der Schlüssel von Gewohnheiten ist es eigentlich, dass du sie so einrichtest, dass sie auf Dauer leichter werden. Dass sie auf Dauer keine oder sehr wenig Willenskraft erfordern. Wenn du das schaffst, dann hast du eine Gewohnheit richtig aufgebaut. Ansonsten solltest du an deinem System arbeiten und nicht an deiner Willenskraft, weil die lässt sich nicht verändern. Oder nur zu kleinen Teilen. Ja, also es ist sinnvoller, an deinem System zu arbeiten, als an so einer sehr begrenzten Kraft und Energie. Genau das. Und entsprechend, ja, nutze dafür Automatismen und Handlungen, um dieser Willenskraft entgegenzugehen, um deine Gewohnheit aufzubauen. Zum Beispiel, dass du eher morgens startest mit dem Zeichnen, wo deine Willenskraft noch am höchsten ist, oder in einem Timeslot, wo du weißt, da hast du viel Energie, da hast du auch früher schon sehr viel gezeichnet, beispielsweise nachmittags, keine Ahnung, wann das für dich ist, das musst du für dich definieren und dir eben auch den Einstieg in die Gewohnheit sehr leicht machen. Ja, bereite dein Zeichenmaterial vielleicht am Tag vorher schon vor, leg das bereit, solche Sachen, aber vor allen Dingen mach dir konkrete Ziele, ja, dieses unintentional, dieses unbewusste und unspezifische Zeichnen, ja, dieses Ziel, ich will mehr zeichnen, das funktioniert nicht. Du musst genau wissen oder es herausfinden, warum willst du zeichnen und was genau führt dich dahin. Ja, welches große Ziel hast du und dann definiere dafür Zwischenziele, Projekte, die dich diesem Ziel näher bringen. Nicht gleich, ich werde morgen Riot Artist, das wirst du nicht. Glaub mir, das wirst du eigentlich auch nicht mehr werden, aber das ist ein anderes Thema. Was ist dein großes Ziel? Ist es wirklich dein Ziel? Ja, das ist auch wichtig. Oft übernehmen wir Ziele von anderen, die gar nicht wirklich unsere Ziele sind, die uns im Endeffekt auch nicht erfüllen und wo wir dann auch nicht langfristig an der Sache dranbleiben, weil wir wissen, dass es eigentlich nicht unser Ziel ist. Intrinsisch, unterbewusst, aber bewusst haben wir es noch nicht verstanden. Das ist eine Sache, ja, also das. Und ja, dann einfach die Zwischenschritte und Gewohnheiten so klein machen vom Minimum her, dass sie erreichbar sind. Ja, täglich das absolute Minimum, und seien es nur 2 Minuten skizzieren, leichter als jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde. Gleichzeitig, egal in welcher Form, das tägliche Skizzieren und Zeichnen deutlich leichter als das alle paar Tage, jede Woche, jeden Monat einmal. Ja, Gewohnheit heißt, dass du es in der Regel täglich machst und da dich immer weniger überwinden musst dazu. Genau, das ist meine Zusammenfassung und meine Reaktion zu diesen Videos hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe dir auch. Und wie gesagt, nochmal die Erinnerung, wenn du mehr dazu lernen möchtest zum nachhaltigen Aufbau zu Gewohnheiten, ich habe dazu meine Diplomarbeit erstellt und wirklich sehr viel dazu in Erfahrung gebracht und selbst auch über mittlerweile ein Jahrzehnt, kann man sagen, selber erlebt und mein Erlebnis dazu dokumentiert. Das findest du in meinem Buch Magie der Gewohnheit, Ziele setzen und erreichen für Kreative. Und wenn dir dann zum Beispiel klar geworden ist, was hier mit dem Buch zum Beispiel auch wird, da lernst du auch solche wahren Ziele für dich zu definieren, bevor du Gewohnheiten definierst. Wenn du das dann hast und dir vielleicht klar geworden bist, okay, du willst erstmal die Grundlagen lernen oder vertiefen, ja, Perspektive, Proportion, was auch immer, die Zeichengrundlagen, dann habe ich auch Kurse für dich, wie auch schon angesprochen, auf meiner S-Art School. Ja, ich bin Gründerin einer Online-Schule für Kreative, falls du es noch nicht weißt. Da findest du auch entsprechende Hilfe, falls dich das interessiert. In jedem Fall, selbst wenn nicht, würde es mich freuen, wenn du ein Like und einen Kommentar zu dem Video hinterlassen könntest. Das unterstützt mich sehr. Ja, der Algorithmus macht es nicht so leicht, auf YouTube gesehen zu werden. Das wäre sehr toll. Und vielleicht auch ein Abo, wenn dich weitere Themen wie dieses und generell Tipps für digitale Künstler interessieren, dann schau unbedingt vorbei, ja, hinterlass das Abo. Und ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.